Hallo liebe Freunde der Gesundheit, ich hoffe es geht euch gut. In diesem Video möchte ich gerne mit euch über die sogenannte Fettwegspritze sprechen, die überall jetzt zu hören ist, in den ganzen Medien, bei den Superstars, bei den Hollywood-Stars, alle nehmen ab durch diese Fettwegspritze. Welche Nebenwirkungen, welche Wirkung haben sie und wer darf sie überhaupt nicht benutzen? Bevor wir loslegen, würde ich gerne euch bitten, dass ihr mir alle auf den Social Medien folgt und sie mit euren Freunden und Bekannten teilt und gerne eure Ideen und eure Verbesserungsvorschläge darunter schreibt. Ja, gerne auch ein Thema über ein Video, über das ich in den nächsten Videos referieren kann oder soll. Der Hype um die Fettwegspritze, um diese sogenannte Ozempic-Spritze, hat ja schon lange begonnen. Welche Vorteile hat sie? Wer darf sie überhaupt anwenden? Ozempic darf nur als Kassenrezept bei Diabetes mellitus Typ 2 Patienten eingesetzt werden. Es gibt den gleichen Inhaltsstoff, Semaglutid, und zwar unter dem Namen Wegovy. Wegovy ist sozusagen das gleiche, also der gleiche Inhaltsstoff, einmal Ozempic für Kassenpatienten, Diabetes mellitus Typ 2 und Wegovy für Adipositas-Patienten, die an Übergewicht leiden, ein BMI über 30 haben oder über 27 mit Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes mellitus. So, wie setzt man das ein? Und zwar setzt man das einmal in der Woche ein, wie die Insulinspritzen, die bekannten, subkutan, entweder im Bauchbereich oder an den Oberschenkeln. Am besten abwechselnd, nicht immer an der gleichen Stelle, natürlich vorher desinfizieren und man muss gucken, ob man sie verträgt. Man fängt bei Wegovy mit einer Dosierung von 0,25 an und steigert sich dann langsam auf 0,5. Es gibt die 1 Milligramm Spritze, die 1,7 Milligramm Spritze und die 2,4. Das ist die höchste Dosis. Man muss sich aber langsam raufarbeiten und gucken, ob der Körper es verträgt. Und das müsste man vorher auch mit dem Arzt absprechen, ob sie geeignet ist für einen. Die meisten Nebenwirkungen sind gleich am Anfang mit Übelkeit, Brechreiz. Die Patienten vertragen es nicht. Sie erbrechen, ihnen ist schwindelig. Diese Patienten sollten bitte abbrechen und nicht weitermachen. Langfristige Nebenwirkungen könnten sein Schilddrüsenerkrankungen, Pankreatitis, das heißt Bauchspeicheldrüsenentzündung oder eine Magenparese, dass der Magen gelähmt ist. Auch andere Nebenwirkungen sind besprochen worden, aber die sind prozentual nicht wichtig. Also es gibt auch Patienten, die von einem Darmverschluss gesprochen haben, einen sogenannten Ileus, aber wie gesagt, das habe ich selber noch nicht erlebt bei meinen Patienten. So viel zu Wegovy. Es gibt alternativ einen anderen Namen, und zwar Mounjaro. Auch diese Spritze, die neueste Form davon, ist einmal in der Woche anzuwenden. Und die Dosierung fängt man mit 2,5 an, dann auf 5, 7,5, 10, 12,5 bis 15 Milligramm maximal. Viele sagen, Wegovy hat mir nicht geholfen. Darf man von Wegovy auf Mounjaro umstellen? Ja, aber man muss mehrere Wochen dazwischen Zeit lassen. Man soll das nicht 1:1 wechseln, sondern man muss Zeit lassen und man soll bei Mounjaro dann mit der geringsten Dosierung anfangen. Das wäre 2,5 Milligramm. Wie gesagt, Nebenwirkungen könnten sein Übelkeit, Brechreiz, Pankreatitis, Darmverschluss oder die Magenparese. Das sind die häufigsten Nebenwirkungen. Geeignet dafür sind Menschen mit einem BMI über 30 oder mit 27 und Nebenwirkungen Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder anderen Krankheiten, KHK etc. Alles, was chronisch auf den Kreislauf wirkt oder im Zuge von anderen chronischen Krankheiten gilt. Das möchtet ihr bitte aber am besten mit eurem Arzt besprechen. Der klärt das mit euch zusammen und sagt, ob ihr dafür geeignet seid oder nicht. Und wie gesagt, Mounjaro und Wegovy sind als Privatrezept zu verordnen und einmal in der Woche einzusetzen. Das ist natürlich wie immer keine Dauerlösung, sondern hilft euch nur am Anfang. Langfristig gilt es wie immer, euren Lebensstil zu ändern, eure Ernährung umzustellen, viel Wasser zu trinken dabei und natürlich eine sportliche Aktivität einzuführen. Und das geht natürlich besser, wenn man 20 Kilo abgenommen hat, dann hat man eine andere Motivation. Also diese Spritzen gelten nicht als
Sie sind ein Lifestyle-Produkt und gelten nicht als Dauerlösung, ganz, ganz wichtig, sondern sind nur als Motivation am Anfang gedacht für die Patienten, die dafür geeignet sind und die es vertragen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, gute Besserung, bleibt gesund, ja, im mentalen und im körperlichen Bereich. Wie immer bin ich für euch da. Bis zum nächsten Video, euer Dr. Majid.